Yo, meine Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fairground Online. Und heute schauen wir uns aber den Multiplayer-Modus an, den finden wir hier rechts unter Spielen. Das heißt, Spielen wäre einmal Solo und Mehrspieler, wie der Name schon sagt, der Multiplayer. Als allererstes kommen wir einmal hier in ein Menü rein. Das heißt, wir haben einmal hier die ganzen Server, die offen sind. Wir können zum Beispiel sagen, ich möchte gerne eine eigene Lobby erstellen. Drücke hier unten drauf, kann also mir einen Namen aussuchen, ein Passwort, wenn zwingend notwendig ist. Oder man lässt es halt ohne Passwort, dann kann jeder drauf joinen. Sowie einmal die maximale Spieleranzahl. Wir können bis zu 6 Spieler gleichzeitig auf dem Server spielen. Würde aber nicht für jedes Fahrgeschäft ausreichen. Wir haben nämlich insgesamt 7 Fahrgeschäfte. Entweder wird es noch geändert oder es ist gewollt, sodass da nicht so viele sind. Vor allem halt auch, wenn man nochmal die ganzen Kassierer und nochmal die ganzen Chipseinsammler dazu nimmt, kommt auf jeden Fall eine Menge zusammen. Und als letztes können wir aussuchen, ob der Server sichtbar sein soll oder unsichtbar sein soll. Dann heißt es, es kann nicht jeder drauf gehen, sondern halt nur die bestimmten. Wir können einen bestimmten Server suchen, wenn er versteckt ist vor allem. Wir haben einmal eine Spielerliste, wie viele Spieler gerade online sind und halt eine Zurücktaste. Das heißt, man kann hier einmal sehen, ist der Server für alle zugänglich oder nicht. Ich schaue mal eben, wie ich das mache. Das heißt, ich gehe mal in Skifahren rein. Ich gucke, je nachdem, ich will die Leute auch jetzt ungern, weil manche sind am Üben, manche sind nicht am Üben. Ich will die Leute nicht ohne zu fragen einfach in dieses Video reinschicken. Das heißt, wenn man da irgendwas in der Richtung gerade hört, was das Rekommandieren angeht, schneide ich das sicherheitshalber raus. Das heißt, man kann hier auf jeden Fall seine eigene Musik einfügen, seine eigenen Jingles einfügen. Guck mal, wie nett, ich bin der Player hier drin. Man kann mitfahren, man kann also generell die ganzen Jobs einmal übernehmen. Ich laufe jetzt einmal hin und gucke, ob da schon irgendwelche Spieler online sind. Beziehungsweise online sind ja schon die ganze Zeit ein paar Spieler. Der Breakdancer habe ich gemerkt, der ist auf jeden Fall heiß begehrt. Da sind gefühlt immer ist irgendjemand am Breakdancer dran. Heißt also, ich kann hier drauf gehen und einmal gucken. Hier ist aber, oh, ein Server, wo nicht der Breakdancer heiß begehrt ist, ist auch ein Wunder. Und ich könnte jetzt, glaube ich, sagen, genau, ich kann mich hier einloggen, kann also sagen, ich will gerne den Breakdancer rekommandieren und so weiter, kann das machen. Kann auch hier wieder sagen, ich trage mich hier ein und übernehme das Ganze. So könnte man zum Beispiel beim Breakdancer jetzt 1, 2, 3, 4 und 5 mit 5 Personen gleichzeitig spielen und hier sein eigenes Fahrgeschäft halt steuern. Und jetzt gucke ich einmal eben, wo hier jemand sein könnte, eventuell. Hier ist aber auch keiner. Und ich weiß natürlich auch nicht, wie es mit dem Copyright gerade sein wird. Das ist auch nochmal eine andere Sache. Ich hoffe, das wird alles passen. Auf jeden Fall, man hört schon, eigene Musik ist drin, eigene Jingles. Ich weiß nicht genau, wie man das macht, dass das so geht, wenn man auf seinem eigenen PC das Ganze macht. Ob er sich das irgendwie dann mit rüberzieht hier rein. Das ist eine gute Frage, aber so können zumindest das, was der Rekommandeur hat, können wir dann halt auch hören. Jetzt schaue ich einmal eben mal, ob hier einer drinne sitzt. Guck mal, da sitzt sogar einer drinne. Der könnte jetzt Stimmung machen und. Ich würde das Ganze mithören, auch seine Jingles mithören. Und ich kann mich halt auch selbstverständlich reinsetzen. Hier ist nichts los, da ist nichts los, hier ist nirgendwo was los. Ja, also hier ist auf jeden Fall was los. Ui, da ist auf jeden Fall einiges eingestellt. Ich glaube, der übt ein bisschen mit den Lichtern hin und her. Und da sieht man das nochmal, was Showfahrttechnisch angeht. Da kannst du alles Mögliche machen und das sieht auf jeden Fall schon mal, also der hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Zeit reingesteckt. Finde ich auf jeden Fall richtig gut und cool, was er da so bisher gemacht hat. Zumindest, was ich so auf den ersten Blick sehe. Weil ich bin ja, was das angeht, mit der Fantasie wieder nicht so unbedingt mit drinne. Mal gucken, sitzt denn hier einer drinne? Nein, da ist keiner drinne. Steuert auch keiner. Wo ist denn das? Hier sollen ja angeblich 3 Personen drinne sein. Ah ne, wir sind nur zu zweit. Okay. Wir sind dann auch nur zu zweit. Also rein theoretisch, wenn jetzt einer hier im Rekommandieren drinne wäre, kann ich hier was aufmachen. Ja, kann ich mich mit ihr dann reinsetzen. Und dann würde ich auch die ganze Fahrt, die er da hat, einmal mitnehmen. Zumachen kann ich jetzt auch knallhart. Guck mal, dann sitze ich sogar hier drin. Kann ich jetzt raus? Nein, ich komme hier sogar nicht mehr raus. Ich bin jetzt hier drin gefangen. Ja, und so können wir uns auch aufteilen zum Beispiel. Ich könnte jetzt einen Breakdancer übernehmen, könnte hier rekommandieren. Der könnte dazukommen, sagen, jo, ich will gerne was mitmachen oder nicht. Naja, hier geht das auf jeden Fall ab. Dann gucken wir mal, vielleicht ob auf einem anderen Server gerade mehr los ist. Natürlich zur Verteidigung, wir haben gerade 13:34 Uhr am Sonntag. Naja, also da ist klar Mittagspause, beziehungsweise so gegen Mittag. Es sind vielleicht noch nicht so viele online und das Ganze, deswegen, das muss man natürlich auch mit beachten. Dann gucken wir mal. Nächster Server, was ist denn hier so Schönes los? Ist hier schon einer irgendwas am Machen? Guck mal, da haben wir schon hier Full House. Ich glaube, da sitzt einer auch drinne. Nein, das ist der NPC, okay. Das ist der NPC, der am Machen ist.
Dann gucken wir einmal weiter durch. Aber wie gesagt, zweiter Server, vor allem wie gesagt, zweiter Server, wo der Breakdancer mal nicht von einer Person gesteuert wird. Sag ich doch, das ist ganz, ganz merkwürdig. Hauptsache, als ich da selber was gemacht habe, da war natürlich komplett... Hier ist auch keiner. Was ist los? Wo sind die denn? Wo haben die sich denn versteckt? Da ist auch keiner. Hier ist einer auf jeden Fall wohl an der Kasse unterwegs. Ja, das kann ich verstehen. Wer sich scheiße verhält, der fliegt raus. Das war... Ah, da bin ich gerade ganz frisch in den Mehrspieler reingegangen und auf einmal auch, ne? Irgendwas mit rauskickt, weil da jemand beleidigt worden ist. Und ich denke immer so, da bin ich das erste Mal auf den Server drauf. Fängt ja schon mal richtig gut an hier mit den ganzen Beleidigungen und Bans und was weiß ich was. Aber ich glaube, da hat sich wohl ein anderer daneben benommen. Na gut, also man kann chatten, man kann sich auch unterhalten, wenn man die Alt-Taste drückt. Das geht auch alles. Und so kann man halt miteinander auf jeden Fall spielen. Das ist zumindest der Mehrspieler-Modus. Mehr gibt es hier halt auch nicht, ja, zu machen. Wie gesagt, seine eigenen Karussell stören. Und so weiter. Na gut, aber an der Stelle würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann da und einen Daumen nach unten. Aber bitte kommt in den Kommentaren, wieso, weshalb, warum. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.